Sisterhood und Expand Frauen, wie geht es euch allen? Ich bete wirklich für euch und eure Familien. Es ist so eine unerwartete Situation, in der wir uns befinden, oder? Und wir als Kirche hatten 2 Sonntage mit Online-Gottesdienste. Und wir haben fast 50.000 Menschen erreichen konnten und viel Errettungen gesehen haben. Wir durften Bibeln verschicken und Menschen helfen, Gemeinschaft zu finden. So, auch wenn es viel Arbeit war, wir haben eine Menge anpassen mussten und viele Stunden investiert haben, glaube ich wirklich daran, was der Feind Böses geplant hat, wird Gott zum Guten wenden. Und ich glaube das nicht nur für uns, ich glaube das wirklich für jede einzelne von euch. Schon vor Monaten hatte ich geplant, dass es in diesen Podcast-Serie um das Thema Erziehung gehen soll. Ich gehe davon aus, dass viele von uns in den nächsten Wochen mit Kindern jeden Alters zu Hause sein werden. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich freue mich so sehr, in der Mitte der Woche eine Ermutigung zu bekommen, damit ich für meine Familie die beste Version von mir selber sein kann, die sie in dieser Zeit brauchen. Für diejenigen, die keine Kinder haben, die nächsten Wochen sind voller Leiterschaftslektionen. Ich bin also sicher, dass ihr trotzdem Weisheit und Denkanstöße erhalten werdet. Aber heute, es ist vielleicht wichtig und speziell, zu den Frauen zu sprechen, die ihre Arbeit und den Unterricht zu Hause jonglieren. Und zu Frauen, die als Mutter zu Hause sind, aber normalerweise die ein bisschen Ruhe mindestens genießen, während die Kinder im Kindergarten sind. Zuerst möchte ich euch eine Bibelstelle vorlesen, denn in den vielen Veränderungen der letzten Wochen, okay, so für mich, Mittwoch komme ich aus Australien zurück, Donnerstag bekommen wir Anweisungen, keine Kirche in Konstanz zu halten. Dann am Freitag heißt es, dass überhaupt keine Church Gatherings stattfinden dürfen, bis hin zu der Nachricht, dass die Schule ab Montag geschlossen werden. Ich habe in den letzten Tagen zwar viel mit der Bibel gearbeitet, aber keine Zeit für sie, mich selbst zu lesen und zu meinem täglichen Brot zu machen. Also, falls du auch im Stress warst in den letzten Tagen, lass mich dir was vorlesen. Psalm 27 sagt: Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft. Vor wem sollte mir grauen? Wenn Übeltäter mir nähen und mein Fleisch zu fressen, mein Widersacher und Feind, so müssen sie streucheln und fallen. Sei stark und dein Herz fasse Mut und harre auf dem Herrn. Vers 4. Eines erbitte ich von den Herrn, nach diesem will ich trachten, dass ich bleiben darf im Haus des Herrn mein ganzes Leben lang und die Lieblichkeit des Herrn zu schauen und ihn zu suchen in seinem Tempel. Denn er deckt mich in seiner Hütte zur Zeit des Unheils. Er verbirgt mich in Schutz seines Zeltes und erhöht mich auf einem Felsen. Vers 7. O Herr, höre meine Stimme, wenn ich rufe. Sei mir gnädig und antworte mir. Mein Herz hält dir vor dein Wort. Sucht mein Angesicht. Dein Angesicht, o Herr, will ich suchen. Ich habe das gestern gelesen, bevor ich begann meine Arbeit, und die Gnade und Nähe Gottes war so spürbar. Ich musste meinen Kopf ein bisschen schütteln, weil ich dachte, warum habe ich das nicht schon in den letzten Tagen angewendet? Wenn wir diese Zeit gut meistern wollen, es ist wichtig, dass wir eine gute Routine haben.
darf ich euch also ermutigen, bei all den Veränderungen im Tagesablauf eurer Familien dafür zu sorgen, dass ihr 30 Minuten Ruhe, Gebet und Bibellesen einplant. Das ist unser tägliches Brot. Hey, stell dir vor, wie es wäre, die nächsten Wochen ohne Nahrung auszukommen zu müssen. Wir wären völlig erschöpft, völlig an unserer Grenze. Mädels, denkt nicht, dass ihr diese Zeit ohne geistliches Brot auskommen könnt. Plant es täglich ein. Jetzt, wo wir das als Fundament haben, dachte ich, es wäre gut, einige der Dinge zu teilen, die Frauen mir auf Instagram geschrieben haben. Über 70 Frauen aus der ganzen Welt, sogar aus Südafrika und Australien, haben meine Frage auf Instagram beantwortet. Ich habe gefragt, hey, was ist euer Top-Tipp für Kinder, die zu Hause unterrichtet werden? Meine Haare waren so in der Zeit, aber viele von euch haben mich beantwortet und so ich werde einige meiner Favoriten mit euch teilen. Der erste Tipp kommt von einer Mama mit Teenagern und sie schreibt, gegen 15:15 Uhr haben sie Kaffee und Kuchen in ihren Alltag eingeplant. Und hier ist, was ich liebe. Jeden Tag ist eines der Kinder dafür verantwortlich, zu backen und diesen Moment für die Familie vorzubereiten. Okay, ich liebe das, weil es Gemeinschaft baut und schafft Raum für Kreativität. Das ist etwas, das ich in meine Routine aufnehmen möchte. Vielleicht nicht jeden Tag backen, weil das ist zu viel Sauerei für mich, aber schon ein paar Mal in der Woche. Ich freue mich jetzt schon. Der zweite Tipp kommt von einer Mutter, die Missionärin in Türkei ist und sie rät, Bewegung in das Lernen einzubauen, zum Beispiel mit einem Laufdiktat. Die Wörter, die gelernt werden müssen, sind am anderen Ende des Raumes. Okay, so die Kinder, die lesen das Wort und hüpfen oder laufen zurück, um es aufzuschreiben. Oder wie meine Sienna es gerne macht, sie rollt mit ihrem Hoverboard zurück zu ihrem Buch. Es ist gut. Drittens, eine Freundin gab mir einen richtig coolen Instagram-Link zu einem Lehrerin und sie hat eine ganze Story über den Unterricht zu Hause auf ihren Instagram-Profilen. Du kannst es hier lesen. Aber ein Ritual, die mir wirklich gefallen hat, war täglich zusammenzukommen und Fragen zu stellen. Wie ist das Wetter heute? Was habe ich schon gemacht? Wie geht es mir? Ich würde wahrscheinlich noch die Fragen hinzufügen. Bin ich über irgendwas besorgt? Worüber bin ich glücklich? Ich dachte nur, das wäre eine so schöne Idee für diejenigen unter euch, die jüngere Kinder haben. Viertens, eine andere Person hat mir dieses Bild geschickt. Ja, nur Spaß, wir werden sie nicht fesseln, aber an dem Tag habe ich mir wirklich überlegt, ob das wirklich ein richtig guter Vorschlag gewesen wäre. Aber das machen wir nicht, Mädels, gell? Fünftens, eine andere Person erzählte mir, dass sie für ihre Kinder ein Belohnungssystem hat mit dem Ziel, 28 Sterne zu sammeln. Ihre Aufgabe ist es, daran zu denken, ihre Mama einmal am Tag zu fragen, wie kann ich dir helfen, Mama? Und dann gibt sie ihren Kindern kleine Aufgaben, damit jeder in der Familie Verantwortung über diese Zeit übernimmt. Finde ich richtig süß. Und dann natürlich am Ende gibt es eine große Belohnung. Der sechste Punkt kommt von mir. Und es ist für berufstätige Frauen wie mich. Ich fühle mit euch. Und ich möchte euch sagen, dass ich in den ersten 2 Tagen versucht habe, Arbeit und Unterricht gleichzeitig zu erledigen.
Mir wurde dabei klar, dass es für mich nicht möglich ist, in beidem gleichzeitig gut zu sein. Ich war gestresst, ich war genervt, es war einfach nicht gut. Also ich habe beschlossen, dass ich um 6 Uhr morgens mit der Arbeit beginne und ein paar Stunden Arbeit zu erledigen, bevor die Kinder aufwachen. Außerdem fangen meine Kinder später jetzt mit den Schulaufgaben an, als sie normalerweise tun würden, sodass ich ein paar gute, solide Stunden habe, um mich zu konzentrieren. Ich habe deshalb eingeteilt, wenn meine volle Aufmerksamkeit auf die Kinder gehört und nutze ihre Pausen, um mich auf meine Arbeit zu fokussieren. Ich habe letzte Woche einen richtig guten Post gelesen. Es lautet: Unsere Kinder werden sich nicht an die Auswirkungen von dem Virus erinnern, aber sie werden sich daran erinnern, wie sich ihr Zuhause angefühlt hat. So, Mädels, lass uns unsere Prioritäten richtig setzen. Wir schaffen das, wir können es schaffen. Ich bete für euch. Bis nächste Woche.